wenn Wohnungen längere Zeit nicht bewohnt sind, ja, dort gibt es quasi einzelne Warmwasserstränge, die in die Wohnung führen, und dort drin haben Sie dann Stagnation. Das heißt, das Wasser ist über längere Zeit nicht in Bewegung, aber bei guter Temperatur, dort gibt es sehr häufig Legionellenbefall. Sie erkennen es daran, dass Sie eine Trinkwasseruntersuchung machen, ob Legionellen in Ihrem Wasser drin sind. Ja. Also Sie können jetzt nicht einfach Ihren Wasserhahn laufen lassen und selber sehen, ob da jetzt Legionellen drin sind. Die sind so klein, die können Sie mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Ja. Und es gibt auch sonst keine Indikatoren, an denen Sie jetzt hart ablesen können, dass die jetzt da sind, sondern Sie müssen einfach eine mikrobiologische Untersuchung anstrengen. Was man jetzt zum Beispiel in Gebäuden sehr oft sieht, wenn Wohnungen längere Zeit nicht bewohnt sind, ja, dort gibt es quasi einzelne Warmwasserstränge, die in die Wohnung führen, und dort drin haben Sie dann Stagnation. Das heißt, das Wasser ist über längere Zeit nicht in Bewegung, aber bei guter Temperatur, dort gibt es sehr häufig Legionellenbefall. Auf Legionellen sollte geprüft werden an den Stellen, wo Wasser in Form von Aerosolen sich auf den Menschen übertragen kann, wo der Mensch also diese Aerosole einatmen kann, weil das ist der Infektionsweg auf den Menschen. Zuallervorderst, und das gibt die Trinkwasserverordnung vor, sind das Warmwasserbereitungsanlagen in Wohnimmobilien. Ja, dort gibt es bestimmte Vorgaben, an welchen Stellen man das testet, um möglichst gut herauszufinden, ob in dem System etwas an Legionellen enthalten ist. Dann sind es Kühltürme, offene Kühltürme, die über ihre Verdampfung sehr große, ich sag mal, Aerosolmengen und Wolken in die Umwelt verteilen. Das sind auch, Kühltürme sind auch, ich sag mal, die Gründe für die größten Ausbrüche an Legionellen meistens. Und dort muss man im Grunde genommen das Wasser prüfen, das dort in den Reservoiren ist. Ja, das wird einfach mit dem Schöpflöffel dann rausgeholt und untersucht. Es gibt natürlich Klimaanlagen, die einerseits die Kühlung mit offenen Systemen machen, das heißt, da wird Wasser zerstäubt, um die Kühlwirkung zu erzielen. Andererseits gibt es in Klimaanlagen relativ häufig auch Luftbefeuchter. Ja, und die sind nicht ständig im Einsatz, und in diesen Luftbefeuchtern steht das Wasser, und dort können sich natürlich auch, ich sage mal, Bakterien vermehren. Das heißt, auch die sollte man regelmäßig überprüfen. Ja, dort sind Sie dann nicht mehr in der Trinkwasserverordnung unterwegs. In Deutschland gibt es dann die sogenannte Bundesemissionsschutzverordnung, die sich auf solche Anlagen dann bezieht. Es gibt Gesetze und Vorgaben in Deutschland, die, ich sage mal, für viele relevante Trinkwasseranlagen das vorschreiben. Beispielsweise Warmwasseranlagen, die Wasser an Dritte abgeben. Das ist in Mietshäusern der Fall, das kann in Hallenbädern, in Sporthallen, in Vereinsheimen, in Fitnessstudios der Fall sein. Dort greift die Deutsche Trinkwasserverordnung, und die Deutsche Trinkwasserverordnung gibt für solche Anlagen ein Probeintervall von 3 Jahren vor. Ja. 3 Jahre ist nicht besonders engmaschig, das heißt, es ist durchaus möglich, dass Ihnen dort eine ich sag mal, Legionellenkontamination, die zeitlich vorübergehend sein kann, quasi durch die Lappen geht. Aber Sie haben trotzdem eine gewisse weitmaschige Kontrolle, die da durchgeführt wird. Warum wird es nicht engmaschiger gemacht? Es gibt eben im Moment noch keine automatisierten Systeme, die das, ich sag mal, auf einfache Art und Weise prüfen können. Das heißt, wenn Sie heute eben eine mikrobiologische Untersuchung machen, beauftragen Sie
ich sage mal, die bekannten Prüfinstitute, ja, die schicken einen Probenehmer, der nimmt eine Wasserprobe, die wird im Labor untersucht, 10 bis 14 Tage später bekommen Sie das Ergebnis. Ja. Es gibt andere gesetzliche Vorgaben, beispielsweise Krankenhäuser, die müssen etwas engmaschiger überprüfen, das heißt, die müssen mindestens jährlich prüfen und wenn es Indikatoren gibt für Kontaminationen, dann auch zum Teil in 3-monatigen Abständen. Kühlturmbetreiber, dort ist es noch enger, Kühlturmbetreiber müssen alle 3 Monate eine, ich sage mal, gesetzlich zugelassene Untersuchung durchführen. Das heißt, da sind wir wieder bei den Prüfinstituten und müssen zusätzlich im 14-Tage-Rhythmus eigene Untersuchungen machen, die geeignet dazu sind, Kontaminationen festzustellen. Das heißt, die müssen nicht unbedingt exakt auf Legionellen untersuchen, sondern die können Wasserveränderungen sich vornehmen, Biozidgehalt, Temperaturverläufe und so weiter, müssen das regelmäßig überprüfen und davon dann eben ableiten, ob eine Kontaminationsgefahr da ist. Unsere Grundidee bei Blue Lab war, die Legionellenuntersuchung zu automatisieren. Ja, ich sage mal, am liebsten relativ preisgünstige Art und Weise, damit solche, ich sage mal, Geräte, könnten das sein, fest an den Probenahmenstellen installiert werden können, damit kein Probenehmer mehr kommen muss, die ganze Probenahmelogistik nicht mehr notwendig ist und auch um das Ergebnis zu beschleunigen. Sie warten heute für das Ergebnis aus dem Labor 10 bis 14 Tage. Bis dahin kann viel schon passiert sein in dem Wassersystem, speziell in Kühltürmen oder größeren Systemen. Und unser Ziel ist es, ein Messsystem auf den Markt zu bringen, wo diese Untersuchung in wenigen Stunden meistert, also nahezu in Echtzeit und dann eben Ergebnisse liefert. Die Automation ermöglicht zusätzlich, dass man engmaschiger prüfen kann. Das heißt, eine Kontrolle in Wohnimmobilien alle 3 Jahre, dort können temporäre Kontaminationen eben auch mal unerkannt bleiben. Wenn man eine automatisierte Kontrolle hätte, die, ich sage mal, zu geringen Kosten diese Untersuchung machen kann, könnte man die Untersuchungen sehr einfach engmaschiger machen und damit einfach die Trinkwassersicherheit für alle Nutzer deutlich erhöhen.